Moin und herzlich willkommen bei der Firma Berotech. Heute gibt es einen zweiten Teil zu unserer Fehlersuche am Kettenschmiersystem Professor. Den seht ihr hier, unsere Produktverpackung vorliegen. Und im ersten Teil haben wir uns ja die einzelnen Komponenten angeguckt und mal die Funktion überprüft, um auch herauszufinden, wenn es zu einem Fehler oder einer Fehlfunktion kommt, woran es liegen kann, welche Komponente betroffen werden kann, wie man den Fehler einfach ein bisschen eingrenzen kann. Heute wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Es wird also etwas mehr elektronisch. Ja, also man sollte sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, man sollte einen Multimeter bedienen können, dann ist das Video für euch sicherlich hilfreich. Und wir fangen hier direkt mit dem Dosierventil an. Wenn ihr das jetzt am Fahrzeug deinstalliert habt, weil ihr meint, hier ist irgendwas defekt, dann kontrolliert einfach nochmal hier den Stecker, die beiden Pins, ob die nicht verbogen oder korrodiert sind, die Schraubverbindung, ob die intakt ist und auch den ganzen Kabelstrang, ob es da nicht zu einem Kabelbruch gekommen ist, irgendwo das Kabel durchgescheuert ist und so weiter. Das könnt ihr aber noch kurz überprüfen. Und ansonsten können wir als erstes einen Magnetfeldtest machen. Also wenn wir prüfen wollen, ob hier die Schaltung funktioniert, ob das Magnetventil richtig bestromt wird. Dazu nehmen wir hier oben die Mutter einmal ab, die montieren wir. Legen die beiseite und dann seht ihr, dass hier der Spulenkörper ist das. Der geht ganz leicht runter, lässt sich leicht abnehmen. Und dann können wir dieses Ende noch einmal mit der Steuereinheit verbinden und probieren jetzt die Schaltung aus. Und dann schließen wir noch den Regenschalter an. Ich habe jetzt mal die Steuereinheit mit 12 Volt bestromt. Das ist hier quasi unser Versuchsaufbau. So, und jetzt seht ihr, dass das sich hier ganz leicht entfernen lässt. Und wir schalten jetzt den Spielmodus ein. Das heißt, wir drücken 4 Sekunden auf den Regentaster. Jetzt habt ihr den Klacken gehört. Das heißt, die Spule wurde bestromt und das Magnetfeld wurde aufgebaut. Und jetzt spürt man hier einen Widerstand beim Abziehen, als natürlich hier ein Magnetfeld vorhanden ist. Und dann wissen wir, okay, die Schaltung funktioniert von der Steuereinheit und auch die Bestromung vom Dosierventil funktioniert richtig. Jetzt schalten wir das Ganze mal wieder aus. Was man jetzt noch machen könnte, in dem Zustand, wir können einmal den Widerstand noch messen mit dem Multimeter. Nehmen wir mal das hier. Wir haben ja die 2 Pins hier und da können wir einfach mal den Widerstand messen. Ja, und es sollte so zwischen 20 und 25 Ohm liegen. Also wenn ihr so einen Wert rausbekommt, dann sollte alles in Ordnung sein. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier. Ja, genau. Also bei uns sind es jetzt 23 Ohm. Das könnt ihr auch noch machen. Ansonsten, wenn wir jetzt hier oben schon die Mutter abgenommen haben, dann ziehen wir den Spulenkörper, wie gesagt, ab. Das ist ein sehr robustes Bauteil. Hier geht in der Regel nichts, also an dem gesamten System eigentlich selten was kaputt. Wenn es natürlich jetzt zu äußerlichen Beschädigungen kommt, dann werdet ihr das hier sehen. Aber den können wir mal vorerst beiseite legen. Dann öffnen wir diese beiden Kreuzschlitzschrauben. Die lösen wir mal an. Dann halten wir hier die Platte fest, weil das eine Feder drunter ist, dass die nicht wegspringt. Genau, und jetzt halten wir hier den Bolzen noch fest, nehmen die Platte ab und dann ziehen wir dieses Bauteil raus. Jetzt sehen wir hier vorne eine Feder und das könnt ihr als erstes überprüfen, ob dieser Kolben hier sich leicht bewegen lässt, dass da nicht irgendwie verhakt oder irgendwie Dreck drin ist. Das werdet ihr dann sehen. Nehmen wir den jetzt auseinander, schauen hier oben einmal rein, da Wasser, Schmutz oder sonst irgendwie was drin ist, das sollte nicht drin sein. Wir haben hier einen O-Ring, den könnt ihr auf Beschädigung überprüfen, ob der sauber ist. Und ansonsten, ja, schaut euch das Bauteil an. In der Regel sollte das ordentlich aussehen. Die Feder hier, wir haben hier oben, das ist auch eine Dichtfläche, die sollte auch intakt sein. Und diese Dichtfläche hier, die ich gerade gezeigt habe, die ist dann hier drinne und dichtet hier ab. Das heißt, hier sollte auch nichts
Wenn da jetzt ein Dreckkorn zum Beispiel drin hängt, dann dichtet er nicht mehr richtig ab und hättet ihr einen beständigen Ölfluss. Also hier drin alles auf Sauberkeit und Beschädigungsüberprüfung. Zur Beschädigung kann es ja eigentlich nicht kommen. Das geht eigentlich nur darum, ob hier irgendwie Dreck ins System gekommen ist und die Dichtung nicht mehr richtig funktioniert. Also das alles auf Sicht prüfen. Ansonsten haben wir hier die Durchflussrichtung angegeben. Das heißt, von hier sollte euer Öl kommen. Das kommt dann hier in durch die Bohrung, steigt es hoch und wird dann hier wieder durchgelassen nach unten. Die Richtung geht hier raus. Wir können jetzt noch die Ventilanschlüsse demontieren. Und auch hier kontrollieren wir alles auf Sauberkeit, da keine Probleme irgendwie sind, irgendwas zu sehen ist. Die O-Ringe kontrollieren wir auch, ob die intakt sind bei beiden Anschlüssen. Ihr könnt hier vielleicht mal mit der Taschenlampe durchleuchten oder vielleicht auch mit einem dünnen Draht vorsichtig durchstochern, ob überall Durchgang da ist, überall Durchgang vorhanden ist. Wir können das auch mit Bremsenreiniger mal durchspülen. Aber das ist auch ein ziemlich einfaches Bauteil, also einfach aufgebaut, sehr robust. Bis auf Dreck gibt es da eigentlich keine Probleme. Dann schrauben wir die Ventilanschlüsse wieder rein. Ziehen die fest. Wir haben jetzt hier 2 Newtonmeter eingestellt. Also damit ihr ungefähr einen Richtwert habt, wie fest man das anlegen sollte. Und dann kommt wieder der Kolben hier rein. Wie gesagt, Sauberkeit hat hier oberste Priorität. Dann die Halteplatte drauf und die Schrauben wieder rein. Bei diesen Kreuzschlitzschrauben haben wir jetzt 1 Newtonmeter eingestellt. Seht ihr hier, ja. Und dann können wir den Spulenkörper wieder montieren. Auch diese Mutter drauf. Hier auf den korrekten Sitz achten, dass das nicht verdreht ist. Da sind auch so Rastmarken dran. Und auch diese Mutter legen wir dann mit 2 Newtonmeter an. Was es noch als Hinweise gibt, habe ich ja eben schon gesagt, Durchflussrichtung ist hier durch den Pfeil gekennzeichnet. Das Dosierventil kann bei der Installation lageunabhängig montiert werden. Also es kann auf dem Kopf stehen, es kann liegend oder senkrecht stehend montiert werden. Es kann ebenfalls höher als der Tank montiert werden, das ist kein Problem. Nur muss bei der ersten Befüllung dann natürlich mit der Spritze Öl reingedrückt werden, weil die Schwerkraft das dann nicht überwinden kann, wenn jetzt das Dosierventil höher als der Tank ist. Also da muss dann nachgeholfen werden, aber ansonsten ist das auch kein Problem. Wenn einmal Öl drin ist, funktioniert das einwandfrei. Und das Dosierventil, das erwärmt sich auch, wenn ihr jetzt den Spülmodus einschaltet. Dann wird die Spule hier dauerbestromt und dann bildet sich natürlich da Wärme. Das Ventil ist aber dauerfest, also die Erhitzung oder Erwärmung, da ist kein Hinweis auf einen Defekt. Das solltet ihr auch wissen. Dann legen wir jetzt das Dosierventil mal beiseite und machen weiter mit dem Regenschalter. Den Regenschalter könnt ihr als allererstes überprüfen, ob hier diese roten Rastpunkte oder Haltenasen sichtbar sind. Wenn die nicht sichtbar sind, so wie bei diesen Defekten hier, dann ist euer Regenschalter innen drin gebrochen. Und zwar ist hier dieses rote Bauteil, das wird von hinten hier reingesteckt und sollte dann einrasten. Und wenn jetzt hier irgendwie eine zu hohe Krafteinwirkung drauf kommt, dann kann das eben brechen und dann funktioniert die Rastfunktion oder Tastfunktion auch nicht mehr. Und dann müsst ihr den Regenschalter tauschen. Also wenn hier hinten das Ganze ein bisschen lose ist, diese roten Nasen nicht mehr sichtbar sind oder auch hier der Kabelabgang irgendwie durch eine zu hohe Zugbelastung gebrochen ist, dann müsst ihr den Regenschalter tauschen. Und natürlich könnt ihr auch überprüfen, ob hier irgendwelche Beschädigungen an dem Kabel sind, so wie wir es beim Dosierventil schon gemacht haben. Und auch hier am Stecker haben wir 3 Pins, die dürfen nicht verbogen sein, sollen nicht korrodiert sein. Und auch diese Verschraubung hier, die sollte richtig funktionieren. Wichtig nochmal dabei, bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Ganze zugfrei installiert wird. Also wenn das am Lenker installiert ist und der Lenker eingeschlagen wird, dass da nicht irgendwie Zug drauf kommt. Oder auch wenn ihr hier die Mutter aufschraubt und das dann in die Halterung einlegt, dass dann irgendwie Druck drauf kommt und das gegen einen Hebel oder ja, irgendein anderes Kabel gedrückt wird,
dass hier eine Beschädigung oder zu große Krafteinwirkung draufkommt. Das darf alles nicht passieren. Also da bei der Installation darauf achten, dass der hier alles so mit Spiel verlegt wird und ja, einfach keine zu große Krafteinwirkung ausgesetzt ist. Was wir jetzt noch machen können beim Regenschalter, wir können ihn auch einmal durchpiepsen, also ob die Schaltung funktioniert. Wenn ihr jetzt hier reinschaut, dann seht ihr ja 3 Pins und wir haben hier so eine Verdrehsicherung, eine flache Seite und die beiden Pins, die zu der flachen Seite zeigen, da können wir jetzt mal mit dem Multimeter messen. Wer öfter beim Asiaten essen geht, der hat jetzt hier vielleicht einen Vorteil, das nämlich Ähnlichkeit hat mit Stäbchenessen. Also wir steuern die beiden Pins an und betätigen den Regenschalter und dann sehen wir, dass dann ein Widerstand da ist, also dass die Schaltung funktioniert. Soweit zum Regenschalter. Dann kommen wir noch zur Steuereinheit. Bei einer Steuereinheit haben wir an der 12-Volt-Leitung ist ja noch dieser Sicherungshalter integriert. Da könnt ihr einmal die Sicherung überprüfen. Wichtig ist hier zum Verständnis, diese Sicherung, die dient nur für das Dosierventil bzw. sichert nur das Dosierventil ab. Die Steuereinheit selbst ist ja nochmal über die geschaltete 12-Volt-Leitung ans Bordnetz angeschlossen und darüber dann nochmal abgesichert. Also es kann sein, dass diese Sicherung defekt ist und das Dosierventil nicht mehr arbeitet, aber die Steuereinheit noch mit Strom versorgt ist. Aber im Endeffekt habt ihr einfach dann kein Öl auf der Kette, weil eben die Sicherung durchgebrannt ist und das Dosierventil nicht funktioniert. Also das nur mal zum Verständnis. Aber Sicherung überprüfen in jedem Fall und gegebenenfalls natürlich tauschen. Dann die Steuereinheit funktioniert auch ohne Regenschalter. Das auch als Hinweis, also den muss man nicht verbauen. Wenn ihr sagt, ihr fahrt sowieso immer nur, wenn die Sonne scheint, dann könnt ihr den auch weglassen. Können jetzt hier aber nochmal testen, ob vielleicht irgendwas am Regenschalter ist. Das heißt, wir schließen das Dosierventil an. Wir überbrücken jetzt hier das Gegenstück zum Regenschalter. Diese beiden Pins, die zur Verdrehsicherung hin sind, die ich eben schon genannt habe. Da kann man ein Kabel einstecken und das simuliert dann einfach die Schaltung vom Spülmodus. Das heißt, wir stecken hier ein Draht rein, warten jetzt 4 Sekunden. Genau, dann habt ihr das Klacken gehört. Das heißt, Dosierventil schaltet oder wird bestromt. Die Schaltung funktioniert von der Steuereinheit und so könnte man jetzt noch die Fehlerquelle im Regenschalter ausschließen. Noch ein Hinweis zur Steuereinheit. Wir haben ja hier die Stufe 0 und die Stufe 0 ist frei programmierbar. Das heißt, da könnt ihr euch eigene Schmierintervalle einstellen und die Details dazu, die stehen in unserer Bedienungsanleitung. Das wäre soweit erstmal alles für unseren heutigen elektronischen Exkurs. Soll das genug sein? Ich hoffe, das beantwortet alle restlichen Fragen, die eventuell noch da waren und ihr habt noch ein besseres Verständnis von unserem System bekommen. Wenn noch irgendwie was sein sollte, irgendeine Unklarheit da sein sollte, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Alle Ersatzteile findet ihr bei uns im Shop und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!